Du bist jetzt live. Warten wir mal, bis ein paar dazugekommen sind. Ne? Hallo zusammen. Hello out there. Wir sind jetzt frisch zurückgekommen aus Bremen. Oh ja, jetzt sind schon ein paar Leute da. 8000, 9000. Ja, warten wir noch kurz. Ja gut, Leute, hi, servus. Wir sind frisch zurückgekommen aus Bremen. Die Stimme ist noch leicht angeschlagen. Wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir den Sack zugemacht haben. Es war sicher nicht selbstverständlich, und wenn man sich überlegt, wo wir herkommen im Herbst oder auch kurz vor Weihnachten, wenn ich mich erinnere an zwei ganz enge und ganz schwierige Spiele, als uns Josh Zirkzee zum Beispiel da in Freiburg und gegen Wolfsburg zu Hause noch zum Sieg geschossen hat. Ja, dann ist es schon was Besonderes, wie wir das hier noch gemeistert haben. Im Vorfeld habt ihr ja schon einige Fragen gestellt, und da werde ich jetzt so ein bisschen drauf eingehen. Leider können wir ja mit den Fans aktuell, also mit euch, nicht den normalen Kontakt pflegen. Man sieht sich nicht im Stadion. Ihr könnt nicht mit uns feiern, wir können nicht mit euch feiern. Aber dann versuchen wir hier einfach so ein bisschen eine Interaktion hinzubekommen. Ja, die erste Frage habe ich ein bisschen schon beantwortet. Wie habt ihr gestern gefeiert? Auf jeden Fall intensiv. Wir sind ja normalerweise so, beim FC Bayern ist es ja so, ein Sieg ist das, was von uns erwartet wird, und normalerweise nach Ligaspielen, und wenn es jetzt keine Finals oder Titel gewonnen werden, dann versucht man so schnell wie möglich auch zur Tagesordnung wieder überzugehen, weil einfach immer wieder das nächste Spiel zählt. Aber diesmal war es natürlich schon anders, und man hat der Mannschaft natürlich auch angesehen, dass die letzten Wochen viele Körner gekostet haben. Aber gestern haben wir nochmal richtig krachen lassen, dann danach haben gemeinsam auch so ein bisschen die Saisonrevue passieren lassen und haben den Regeln entsprechend an unseren Einzeltischen trotzdem natürlich richtig gefeiert, und ja, Musik war da, und auch unsere International Players waren voll involviert. Jeder durfte mal einen Musikwunsch auch äußern, und dann haben wir es da krachen lassen. So, eine Frage war noch: Weißwurst oder Leberkäse? Ja, das ist natürlich unfair. Öfters esse ich auf jeden Fall einen Leberkäse, aber eine Weißwurst würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Passt jetzt vielleicht nicht ganz zur Meisterschaft, aber eigentlich hätte es heute Weißwurstfrühstück geben müssen. Jetzt haben wir es. Wie fühlt es sich an, das 8. Mal in Folge Meister zu sein? War eine Frage von #AskMüller. Und ich muss sagen, ja, diesmal fühlt es sich schon besonders an. Auch aus den Gründen, die ich schon ein bisschen erklärt habe. Auch für mich persönlich hatte ich auch einen steinigen Weg zu gehen diese Saison. Und deswegen ist natürlich ja auch eine gewisse Freude und Genugtuung da, die vielleicht in den anderen Jahren nicht so speziell war, weil man selber sich auch vielleicht aus einem Loch kämpfen musste, und aktuell haben wir natürlich als Team super gespielt, aber für mich persönlich lief es natürlich jetzt vor allem in 2020 auch sehr, sehr gut. Ja, ich muss mir was einfallen lassen. Ich muss scheinbar interessantere Fragen vorlesen, weil die Zuschauer werden weniger. Was dachtest du gestern nach der Glanzparade von Manuel Neuer? Also nach der Glanzparade dachte ich, okay, das ist nochmal gut gegangen. Währenddessen habe ich gedacht, komm Manu, mach einfach das, was du immer machst. Nee, das hat auch funktioniert. Da haben wir auch schon ein großes Vertrauen in unseren Torhüter. Und
war natürlich schon noch ein Schlüsselmoment, wenn du in der 90. Mit einem Mann weniger natürlich noch ein bisschen am eigenen Strafraum belagert wirst. Dann versucht man natürlich irgendwie noch die Haut zu retten. Und der Manu hat das für uns gemacht. Yeah, we have one international question from Ryan Ramnax. Who is the best dancer in the squad? In former times, or last year and the last past years, it was clearly Rafinha. But now I think in the modern times, you saw Alphonso Davies maybe on TikTok, or also Robert Lewandowski. But I go for Jerome Boateng. Der junge Boateng is back. And he has very smooth dance moves and is maybe a little bit more experienced, so he knows more type of music. So I go for Jerome. Thank you for the question. Da können wir gleich eingreifen. Wer war heute Nacht der Tanzbär? Lucas Hernandez auch ganz vorne mit dabei. Luki von David Alaba auch genannt Toro, ist übrigens super reingekommen gestern, hat uns nochmal richtig Energie gegeben, hat sich da in die Zweikämpfe reingeworfen. Ja, das war wirklich gut, und da hat sich schon angedeutet, dass er voll bei der Sache ist, und das konnte er dann mit in die Nacht hineinnehmen. Was machen wir noch? Who is faster? Alphonso, the Roadrunner Davies, or Usain Bolt? Yes, I think Alphonso Davies. Right now, Alphonso Davies. Yeah, maybe on this 100-meter track, maybe the fastest man on earth, Usain Bolt. But with the quick moves, for sure, our Fonzie. Okay. Okay, eine persönliche Frage hier vom Dennis711. Wie geht's denn den Tieren? Ich hoffe gut, soweit ich gehört habe, geht's denen wunderbar. Aber wenn ich jetzt natürlich gleich nach Hause fahre, dann werde ich da mal vorbeischauen und nach dem Rechten sehen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Weil das war das Stichwort, ich muss nämlich jetzt nach Hause und den Tag noch ausklingen lassen. Vielen Dank für eure Unterstützung, nicht nur jetzt und heute, sondern auch das ganze Jahr über. Ich denke, die Mannschaft hat gezeigt und zeigt, dass es uns aktuell riesig Spaß macht, für den FC Bayern auch zu spielen, und wir spielen mit einer extrem guten Energie und haben noch einiges vor. Deswegen schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ich hoffe, es gibt ein nächstes Mal. Wir haben noch das Pokalfinale und dann ja, die natürlich etwas komische Situation, aber auch eine etwas andere Champions League. Ein kleines Turnierformat. Ich bin gespannt, und ich glaube, dieses Jahr ist einiges drin. Natürlich, in der Champions League brauchst du auch das nötige Spielglück. Die Mannschaften haben eine enorm hohe Qualität, aber FC Bayern is back. Ciao, servus.